Hallo und herzlich willkommen bei den virtuellen Informationstagen der TU Chemnitz. Wir sind Fortis Axonia, eine studentische Initiative zur Entwicklung von energieeffizienten Fahrzeugen mit. Moment, für uns ist das klar. Aber willst du nicht erstmal erklären, was das ist? Also, Die Kurzfassung bitte. na gut, lass uns das am Beispiel machen. Das ist Ben. Ben möchte studieren und informiert sich gerade über die TU Chemnitz. Dabei hat er einiges über sein Studium gefunden. Er wird Vorlesungen und Übungen besuchen, möglicherweise Praktika und Hausarbeiten haben und ganz sicher wird er Prüfungen absolvieren. Aber irgendwie fehlt ihm etwas. Ben will aktiv werden. Zum Glück wird sein Studium nicht nur aus Uni bestehen. Dafür sorgen die vielen freiwilligen Angebote. Manchmal heißen sie Arbeitsgruppen, hier sind es studentische Initiativen. Und warum sollte man dann nun mitmachen? Allgemein sind die studentischen Initiativen ein wichtiger Teil der Kultur am Campus. Sie bringen Studierende verschiedener Fakultäten zusammen und fördern den Austausch. Sich dort einzubringen, bietet enorme Vorteile für alle Beteiligten. Warum also genau uns auswählen? Ben sollte uns wählen, weil er gerade in den technischen Fächern sein Wissen aus dem Studium in der Praxis anwenden kann. Möglicherweise finden sich sogar Themen für Hausarbeiten in unserem Team. Aber wir sind interdisziplinär aufgestellt. Das heißt, seine Studienrichtung ist eigentlich egal. Er kann mit jedem Fach bei uns mitmachen. Ben würde hier im Team arbeiten und gute Freunde kennenlernen. Er hat Kontakt zu Studierenden höherer Semester, die fachlich helfen und sich vielleicht auch an die ein oder andere Klausur erinnern können. Aber der wichtigste Grund ist unser Hauptziel: die Entwicklung von Elektrofahrzeugen. Wir werden dabei keine bahnbrechenden Neuheiten erfinden, wollen aber erste Berührungspunkte mit dieser Thematik bieten und Studierende dafür sensibilisieren. Aber natürlich dient das alles auch dem ganz persönlichen Vorteil, also Wissen vertiefen, Kontakte knüpfen und den Lebenslauf verbessern. Und wie läuft das dann? Das ist relativ simpel. Als großes Ganzes sind wir ein Team, das sich in 4 Gruppen teilt. Sie sind zuständig für Antrieb, Chassis, Öffentlichkeitsarbeit und Finanzen. Und wenn es Überschneidungen gibt, arbeiten natürlich auch Leute aus verschiedenen Gruppen zusammen. Die Ergebnisse werden dann in den Team-Meetings vorgestellt. Aber es geht doch nicht nur ums Arbeiten. Natürlich nicht. Wir veranstalten auch regelmäßig Teambuilding, damit man sich kennenlernt und auch mal privat austauschen kann. Ist das alles derzeit überhaupt möglich? Im Moment ist das alles etwas schwierig. Jeder erledigt seinen Teil von zu Hause aus und wir treffen uns online, um Dinge über das Projekt auszutauschen. Auch eine Art Teambuilding versuchen wir digital umzusetzen. Aber vor der Pandemie ging das natürlich besser. Da waren wir zum Beispiel Kartfahren oder Wandern und haben auch Exkursionen zu unseren Partnern gemacht. Aber das beste Teambuilding war doch der Wettbewerb. Davon hast du noch gar nichts erzählt. Stimmt. Einmal im Jahr fahren wir zum Shell Eco-Marathon. Das ist ein Wettbewerb für Studierende, in dem es darum geht, wer das sparsamste Auto baut. Es gewinnt also nicht das schnellste, sondern das mit dem niedrigsten Verbrauch. Letztes Jahr ging das natürlich nicht und dieses Jahr wird es virtuell stattfinden. Aber wir hoffen, ab nächstem Jahr wieder zum Wettbewerb fahren zu können. Es war immer ein ganz besonderes Erlebnis, das die Gruppe zusammengeschweißt hat. Im Grunde genommen wie eine Klassenfahrt, nur eben noch besser. Also, wenn Ben sich für mehr interessiert, wie informiert er sich am besten? Vor allem auf Instagram teilen wir allerhand Beiträge über technische Dinge, aber auch unsere Erlebnisse als Team. Weitere Videos findet ihr auf YouTube und natürlich haben wir eine Website. Dort gibt es übrigens auch weiteres Infomaterial, wie zum Beispiel unsere Flyer. Und Fragen? Die kann er jederzeit stellen, per Mail, in Instagram, Facebook oder YouTube. Da sollte für jeden ein Weg dabei sein. Alles klar, wir freuen uns auf Ben. Und auf dich natürlich auch.